Das ist das gesamte Geheimnis des Lord of Lost Gitarrensounds. Stimme, ne? Das ist ein normaler Tonabnehmer für eine Gitarre. Und hier, das hier, ist der Roland Pickup. Ein Gitarren-Synthesizer-Pickup, der zusammen mit diesem Modul hier es mir letztendlich erlaubt, weitaus mehr Sounds abzurufen, als einfach nur eine E-Gitarre sonst spielen kann. Diesen Gitarren-Synthesizer, und der hört sich in etwa so an gerade. Also so gar nicht wie eine E-Gitarre. Geil! Stück für Stück, genau so, anspannen, wunderbar. Kopf ein bisschen höher wieder, sehr gut. Noch ein bisschen mehr die Stirn runzeln, noch ein bisschen angespannter. Eine Sache, die für mich immer ganz wichtig ist tatsächlich, ist das richtige Gefühl beim Einsingen, weil ich ganz arrogant die Auffassung vertrete, dass man in der Stimme eines Menschen Gefühle besser wahrnehmen kann als in einem Stück Holz, was auf eine Snare Drum schlägt. Bei mir ist es tatsächlich so, ich stehe morgens um 6 auf, fahre ans Studio, singe mich im Auto ein, indem ich einfach tatsächlich zu dem Song, den ich gleich dann im Studio aufnehmen möchte, einfach singe. Dann komme ich ins Studio, mache es auf, es ist niemand da, ganz alleine, mach die Heizung ein bisschen an, weil ich sonst immer friere, mach die Geräte an, lass die Röhren vorglühen und dann singe ich den Song. Dafür brauche ich ungefähr eine Stunde. Und dann ist es erst 9:30 Uhr morgens oder so und der Tag kann beginnen. Ich mache dann auch nur einen Song pro Tag. Ich glaube, dass man dieses Gefühl, was ich bei den Aufnahmen hatte, alleine sein und diese Ruhe, dass man die spüren kann. Destroy! Destroy! Dismember! Schwer in Worte zu fassen, sowas. Dystopisch. Irgendwie so, das trifft es irgendwie. Ich weiß aber nicht, ob man damit irgendwas verbinden kann gerade. Es ist noch eine Idee in meinem Kopf, die ich irgendwann dann herausarbeite, aber gerade nicht wirklich in Worte fassen kann.
Jano? Es ist, glaube ich, stilistisch tatsächlich auch das mutigste Album geworden. Also ich empfinde zum Beispiel, wenn ich jetzt über Empyrean nachdenke, empfinde ich Empyrean, ich habe es vor meinen Augen, ich sehe sowas ja immer als Form und Farben irgendwie. Ich vor meinen Augen so einen großen dunkelblauen Kubus. So ein ganz massives Stück Metall. Riesig groß. Also ich kann es gar nicht anders erklären. Und Thornstar hat für mich irgendwie so ganz komische Natur- und Waldfarben und empfinde ich eher so als gasförmig und unglaublich weit. Also es ist für mich wieder so eine Sphäre. In darkness, in light, in darkness, in light, in darkness, in light, in darkness, in light. Weil dann habe ich keinen Spaß mehr. Dann kaufe ich ein neues, Hase. The way I approach the Thornstar artwork is pretty basic actually. I had from Chris a bunch of pictures / drawings that were about the whole concept, and they were representing the different characters of the story. My aim was to bring these drawings to another level, to a level that could fit into a album cover, into a full artwork. The drawings were great, we just needed to push them. Na 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 left so many lives behind that grow like shadows in the past. We hope for many flames, but saw them turn to ash. We've been born so many times and died so many more. We went through misery. Is this what we are living for? Forevermore, we're in this together. Forever, day and night, and we could reign forever, forevermore, making history together, forever, dark and light, like this is the last day of our life, forevermore, na 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 na. Like this is the last day of our life, forevermore. Also hier haben wir den Thornstar. Also erst fotografiert, stark mit Photoshop von mir verändert, dann von Anja gezeichnet auf Seidenpapier tatsächlich direkt drüber. So sieht das dann alleine aus, ohne alles. Ja, was passiert, wenn das übereinander liegt? Sieht man schon ein bisschen die Magie, die da passiert zwischen digitaler Welt und analoger Welt. Wir arbeiten am Ende tatsächlich mit exakt
diesen 3 Ebenen. Oder eigentlich 4, wenn man so will. Also es gibt erstmal das Foto. Plus Photoshop, hier haben wir schon 2 Ebenen. Zeichnen. Aquarell. Und das dann alles zusammen. Ja, dann kommt unser Cover bei raus. So this is what basically I had from Chris. The first thing that I've done is to add this overlay that gave everything a little of texture. Here comes the overlay that really changes everything. We did again try to show better some of the details of the things that the subject is holding in his hands, in her hands actually. Some contrast to push everything a little harder, and then, but here you see we kind of lost some of the detail and we took it back. And yeah, actually in the end, the final version of the cover is this. The impact is way harder. Ich mag Opener. Auf einer Platte ist ein Opener sehr wichtig, um einfach, ja, wir sind Dosenöffner. Hast du keinen Dosenöffner, kriegst du die Dose mit dem leckeren Essen auch nicht auf. Und On This Rock, I Built My Church, ist halt so eine Urgewalt. Ne? Bam, bam. Es geht also richtig fett los und es wird halt sofort losmarschiert und so richtig aufhören tut das bis zum Ende des Albums nicht. Was ich total cool finde bei diesem Album ist, dass das so ein ganz krasses im Kollektiv-Ding ist. Also alle haben ihren maßgeblichen Teil irgendwo zu beigetragen, weit über das ich spiele mein Instrument ein hinaus, finde ich. Da kam von allen noch ganz viel mehr. Und ich freue mich riesig zu hören, was letztendlich draus geworden ist, wenn der Mix durch ist, der jetzt gerade läuft, Mastering durch ist und wenn wir dann das fertige Album quasi in den Händen halten. Deshalb kann ich nur aus meiner ganz eigenen Betriebstaubheit und in meinem eigenen Mikrokosmos sagen, dass ich mit diesem Album für mich die Musik gemacht habe, die für mich gerade ganz persönlich im Optimum entspricht. Und ich glaube, das sollte auch so sein. Ich glaube, man sollte selber ein ganz großer Fan von seiner Musik sein und sein dürfen. Und sie genauso lieben wie eine neue Lieblingsplatte, die man entdeckt von irgendeinem anderen Künstler. Ich glaube, wenn man das kann und dieses Gefühl zu der eigenen Musik hat, dann kann man das auch tatsächlich ernsthaft vermitteln. Forgive me, forgive me, let the tears fall down like rain. Forgive me, forgive me, and I love you till the end. Till the end.
Ja. Nee, dann spielen wir mit deinen Regeln. Ist okay, Benny, wir machen halt neue Regeln. Ich finde einfach, dass ich Benny eine Karte gebe. Oder? Garantiert nicht. Irgendwie hast du Vertuch. Wie viele Karten hast du? Oder? Ja, tu das. Hast du Vertuch.